Herzlich willkommen zu unserer Grundlagenschulung zum AI Act der Europäischen Union. Mein Name ist Judy. Ich bin eine virtuelle Dozentin, aber ich hoffe, dass Sie das nach ein paar Minuten kaum noch bemerken werden. Lassen Sie mich gleich zu Beginn eine wichtige Botschaft vermitteln. Der AI Act ist längst keine abstrakte Zukunftsmusik mehr. Seit dem 1. August 2024 ist er in Kraft und die ersten verbindlichen Regelungen gelten bereits seit dem 2. Februar. Weitere seit dem 2. August 2025. Und genau in dem Tempo geht es in den nächsten Jahren auch weiter. Das bedeutet für Sie, dass Sie sich spätestens jetzt aktiv mit dieser Materie auseinandersetzen müssen. Auch wenn es sich etwas abgedroschen anhören mag, zitiere ich in dem Fall den bekannten Spruch: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das soll keine Angst machen, ist aber sehr ernst gemeint. Der AI Act soll vor allem vor unkontrolliertem Einsatz von KI-Systemen schützen. Und auch in Ihrem eigenen Interesse werden Sie in Ihrem Unternehmen keine Lust auf Schatten-AI-Systeme haben, die zwar viele, aber schlechte oder nicht belastbare Arbeitsergebnisse liefert. Die Anforderungen des AI Act sind nicht grundlos zusammengestellt worden und daher macht es Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Was Sie dann auf welche Weise implementieren, unterliegt an vielen Stellen Ihrem Risikoappetit als Unternehmen. Viele Dinge werden Sie vermutlich schon aus Eigeninteresse tun. Lassen Sie uns gemeinsam tiefere Einblicke in Grundlagen und Zusammenhänge, aber auch Risiken und Chancen wagen. Stellen Sie sich das nur vor, wir stehen an der Schwelle zu einer neuen Ära. Die Europäische Union hat mit dem AI Act etwas bis dahin Einzigartiges geschaffen: das weltweit erste umfassende Gesetz zur Regulierung künstlicher Intelligenz. Der AI Act wurde am 21. Mai 2024 vom Rat der Europäischen Union endgültig verabschiedet. Was macht dieses Gesetz so besonders? Nun, es ist der erste systematische Versuch, die Entwicklung und Nutzung von KI-Systemen in einen rechtlichen Rahmen zu fassen, der sowohl Innovation fördert als auch Grundrechte schützt. Mit dem AI Act wurden verschiedene Ziele in einem einheitlichen und zukunftsfähigen Rechtsrahmen verfolgt, nämlich das Funktionieren des Binnenmarkts zu verbessern sowie die Einführung einer vertrauenswürdigen künstlichen Intelligenz zu fördern, aber auch gleichzeitig ein hohes Schutzniveau in Bezug auf die Grundrechte zu gewährleisten und dennoch Innovation zu unterstützen. Man hat versucht, das zu erreichen durch harmonisierte Vorschriften und Marktbeobachtung, Transparenzvorschriften, Verbote bestimmter Praktiken und besondere Anforderungen an KI-Systeme zum Schutz von Gesundheit, Sicherheit und Demokratie, Maßnahmen zur Förderung von Innovationen mit besonderem Schwerpunkt auf KMU, einschließlich Start-ups. In den nächsten Jahren werden wir sehen, wo noch Erweiterungen notwendig sind. Wieder ein risikobasierter Ansatz als Kernkonzept? Ja, auch das Herzstück des AI Act ist ein risikobasierter Ansatz. Das ist ähnlich wie bei den anderen neuen EU-Regelungen. Nicht jede KI wird gleich behandelt. Stattdessen hat die EU ein abgestuftes System entwickelt, das KI-Systeme nach ihrem Gefährdungspotenzial kategorisiert. Zunächst sind verbotene KI-Praktiken zu nennen. Das sind Anwendungen, die als so gefährlich für unsere Grundrechte eingestuft werden, dass sie komplett untersagt sind. Danach folgen Hochrisiko-KI-Systeme mit strengen Auflagen, dann KI-Systeme mit Transparenzpflichten und schließlich KI mit minimalem Risiko. Diese Abstufung ist gut durchdacht, denn sie vermeidet eine Überregulierung harmloser Anwendungen, während sie gleichzeitig dort strenge Regeln setzt, wo echte Gefahren für Menschen bestehen können. Ein Spam-Filter wird anders behandelt als ein System zur automatisierten Kreditentscheidung, und das ist auch richtig so. Vielleicht denken Sie jetzt, wir nutzen doch nur ein paar Tools mit eingebauter künstlicher Intelligenz, das betrifft uns kaum. Lassen Sie mich Ihnen versichern, diese Annahme wäre ein vorschneller Trugschluss. Der AI Act hat eine bemerkenswert breite Reichweite, die weit über die EU-Grenzen hinausgeht. Erstens gilt er für alle Anbieter von KI-Systemen, die ihre Produkte auf dem EU-Markt platzieren oder in Betrieb nehmen, unabhängig davon, wo das Unternehmen seinen Sitz hat. Ein Softwareunternehmen aus den USA, das eine KI-basierte Lösung europäischen Kunden zur Verfügung stellt, unterliegt vollumfänglich dem AI Act. Zweitens betrifft er auch Sie, wenn Ihre Organisation KI-Tools einsetzt.
sei es für Recruiting, Kreditvergabe, Risikobewertung oder Kundenservice. Damit werden sie zum Betreiber im Sinne des Gesetzes und haben spezifische Pflichten zu erfüllen. Drittens, und das ist besonders wichtig für internationale Konzerne: Selbst wenn sie außerhalb der EU ansässig sind, aber die Outputs ihrer KI-Systeme in der EU genutzt werden, fallen sie in den Anwendungsbereich. Der AI Act regelt folgende aktive Rollen besonders und verknüpft damit bestimmte Pflichten: Anbieter, Produkthersteller, Bevollmächtigter, Einführer, Händler, Betreiber. Ferner werden auch Nutzer und betroffene Personen aufgeführt, allerdings nicht in der Rolle der aktiven Akteure. Als Ergebnis kann man zusammenfassen, dass es für Sie wichtig ist, zu identifizieren, welche Rollen Sie entsprechend dem AI Act beim Einsatz von KI-Systemen innehaben, denn daran sind Pflichten geknüpft. Welche Termine muss man sich nun merken? Was kommt wann? Die Umsetzung des AI Act erfolgt nicht über Nacht, sondern folgt einem gestaffelten Zeitplan. Seit Februar 2025 gelten bereits die Verbote für inakzeptable KI-Praktiken und die Anforderungen an KI-Kompetenz. Das bedeutet konkret: Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter über ausreichende KI-Kenntnisse verfügen. Im August 2025 wurden die Regeln für General-Purpose AI-Modelle wirksam. Der große Stichtag ist dann der 2. August 2026. Ab diesem Datum greifen die Anforderungen für Hochrisiko-KI-Systeme vollständig. Für bereits auf dem Markt befindliche KI-Systeme gibt es Übergangsfristen bis 2027 und in manchen Fällen sogar bis 2030. Diese gestaffelte Einführung gibt Ihnen Zeit zur Vorbereitung, aber täuschen Sie sich nicht. Die Zeit läuft bereits. Compliance-Prozesse aufzusetzen, Risikobewertungen durchzuführen und die benötigten Dokumentationen zu erstellen, braucht einige Monate. Das kann man nicht belastbar in wenigen Wochen prüfungssicher schaffen. Gibt es Synergien mit bestehenden Regelwerken der EU? So ist es. Der AI Act existiert nicht im luftleeren Raum. Er interagiert mit einer Vielzahl bestehender Regelungen, von der DSGVO über die NIS-2-Richtlinie bis hin zu sektorspezifischen Vorschriften im Finanz- und Gesundheitswesen, dem CRA und weiteren Regelungen. Für Sie bedeutet das: Sie müssen den AI Act im Kontext Ihrer bereits bestehenden ganzheitlichen Compliance-Verpflichtungen betrachten. Die gute Nachricht ist, dass viele Anforderungen sich überschneiden oder ergänzen. Ein robustes Datenschutzmanagement nach DSGVO hilft Ihnen beispielsweise auch bei der Erfüllung der AI Act-Anforderungen. Ähnliches gilt für Ihr Risikomanagement nach NIS-2, CRA oder DORA. Wie sieht der Weg zur Compliance aus? Wie gehen Sie nun konkret vor? Der erste Schritt ist eine Bestandsaufnahme. Welche KI-Systeme nutzen oder entwickeln Sie? In welche Risikokategorie fallen diese? Welche Rolle nehmen sie in der Wertschöpfungskette ein? Darauf aufbauend müssen Sie Gap-Analysen durchführen, Prozesse anpassen und vor allem Ihre Mitarbeiter schulen. Der AI Act fordert explizit AI Literacy, also KI-Kompetenz auf allen relevanten Ebenen Ihrer Organisation. Daran arbeiten wir ja gerade gemeinsam mit dieser Schulung. Was erwartet Sie in den weiteren Modulen dieser Schulung? In den kommenden Modulen werden wir tief in die Materie eintauchen. Wir werden uns die verschiedenen Kategorien von KI-Systemen im Detail ansehen, die spezifischen Anforderungen für Hochrisikosysteme durchgehen und praktische Compliance-Strategien entwickeln. Sie lernen, wie Sie eine Grundrechtefolgenabschätzung durchführen, welche Dokumentationspflichten bestehen und wie Sie ein KI-Risikomanagementsystem aufbauen. Wir besprechen die Rollen von Providern und Deployern, die Bedeutung menschlicher Aufsicht und die neuen Transparenzpflichten. Besonders wichtig: Wir werden immer wieder den Bezug zur Praxis herstellen. Sie erhalten konkrete Checklisten, Beispiele aus Ihrer Branche und Handlungsempfehlungen, die Sie direkt umsetzen können. Wie muss man sich den globalen Kontext vorstellen? Schauen wir einmal gemeinsam über den Tellerrand. Der AI Act der EU ist mehr als nur eine europäische Regulierung. Er setzt internationale Standards und beeinflusst die globale Debatte über KI-Governance. Länder wie die USA, China und das Vereinigte Königreich beobachten genau, ob und wie sich der AI Act in der Praxis bewährt. Für international tätige Unternehmen bedeutet das: Die Compliance mit dem AI Act kann zum Wettbewerbsvorteil werden.
Wer die strengen europäischen Standards erfüllt, ist auch für andere Märkte gut aufgestellt. Gleichzeitig kann die frühzeitige Auseinandersetzung mit dem Thema Innovationsvorsprünge sichern. Zusammenfassung und Ausblick. Lassen Sie mich die wichtigsten Punkte noch einmal zusammenfassen. Der AI Act ist da und er betrifft Sie. Er verfolgt einen risikobasierten Ansatz, der Innovation ermöglicht und gleichzeitig Grundrechte schützt. Die Umsetzung erfolgt schrittweise, aber die Zeit zur Vorbereitung läuft bereits. Im nächsten Modul werden wir uns detailliert mit den Definitionen von KI-Systemen und General-Purpose AI-Modellen beschäftigen. Sie werden lernen, wie Sie bestimmen können, ob ein System unter den AI Act fällt und welche Kategorie für Sie relevant ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bisher und freue mich darauf, Sie weiter durch diese spannende Reise zu begleiten.